Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du so einen schönen, langen, luftigen Sommerrock nähen kannst. Ich war länger auf der Suche nach einem Schnitt oder einer Inspiration. Ich wollte gern mal so einen knöchellangen Rock haben. Und da habe ich letztens auf der Straße eine Frau gesehen, die hatte so einen Rock an und das sah super schön aus. Und dann habe ich versucht, den nachzunähen. Und ich bin super begeistert von dem Ergebnis. Das ist ein ganz tolles Tragegefühl. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich habe mir direkt Notizen gemacht beim Nähen und deshalb habe ich jetzt eine Anleitung gedreht und du kannst den Rock auch nähen. Oben ist ein Gummibund angenäht. Da habe ich ein super weiches Material genommen, sodass es auch angenehm auf der Haut ist. Dann kommt der Rockteil. Der ist weit, aber nicht zu weit. Gerade so, dass man halt auch große Schritte machen kann, weil der unterm Knie aufhört. Und unten ist dann so eine super weite Rüsche angenäht, die oben gekräuselt wird und dann so von außen auf den Rock aufgenäht, sodass man die Rüsche auch sieht. Ich hoffe, du hast auch Lust bekommen, dir so einen Rock zu nähen und schaust dir das Video an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und viel Spaß beim Nähen. Um den Rock passend für deine Größe zu nähen, brauchst du ein paar Maße. Hier das Gummiband, dann nehme ich den Taillenumfang und ziehe 2 cm ab. Das schneide ich dann so zu, aber das ist natürlich halt auch Geschmackssache. Dann die breiteste Stelle an der Hüfte messen und der halbe Hüftumfang, zu dem werden 15 cm hinzugerechnet für Vorder- und Rückteil vom Rock. Dann die Länge, der Rockteil, der soll bis unters Knie gehen. Da misst man dann einmal vom Gummibund oder von da, wo der Gummibund sein soll, bis unters Knie. Das sind bei mir 63 cm und da rechne ich dann oben und unten jeweils 1 cm Nahtzugabe hinzu. Also komme ich da auf 65 cm. So, die Teile werden dann natürlich zweimal zugeschnitten. Dann fehlt noch der kürzere untere Teil, also wenn man den Rock in 3/3 aufteilt, dann ist der obere Teil 2/3 und der untere Teil 1/3 vom Rock. Und dafür teile ich dann hier die 63 cm durch 2. Das ergibt dann 31,5. Die 5 streiche ich einfach mal weg. So genau muss es ja auch nicht sein. Und dazu rechne ich dann für die obere Kante und die untere Kante jeweils 2 cm Nahtzugabe bzw. Saumzugabe hinzu. Und da komme ich dann auf eine Länge von 35 cm. Und von der Breite her nehme ich da die volle Breite. So schneide ich den Stoff dann gleich zu für mich. Da kann man auch ganz leicht die Stoffmenge errechnen. Also einmal die Länge von oben und die Rüsche halt mal 2. Und dann weiß man, wie viel man für den Stoff, vom Stoff braucht. Also das habe ich jetzt zugeschnitten. Natürlich alles doppelt. Und dann Gummibund zugeschnitten. Und dann werden erstmal die oberen und unteren Kanten von jedem Stoffstück versäubert.
Nach dem Versäubern erstmal alle Oberlocknähte nochmal bügeln und dann wird die obere Kante von dem langen Streifen 1,5 cm links auf links gebügelt. Anschließend wird der Saum an beiden Teilen 2 cm links auf links gebügelt. Wenn das erledigt ist, dann wird die obere Kante gleich gereiht. Und zwar wird sie dann anschließend so zusammengezogen, dass sie an das obere Rockteil passt. Also dafür eine lange Stichlänge einstellen. Ich habe hier jetzt mal einen roten Faden genommen, damit man das gleich besser sieht, aber sonst würde ich schon einen farblich passenden Faden empfehlen. Man beginnt ca. 1 cm vom Rand entfernt und der Abstand zur oberen Kante ist 1 cm. Dort wird jetzt auf dem kompletten Teil die erste Naht genäht. 1 cm vom Ende des Stoffes aufhören und ganz wichtig, nicht verriegeln. Ein Stück vom Faden herausziehen, dass es lang genug ist, um es gleich anzufassen. Und dann wird knapp daneben eine zweite Naht genäht. Das obere Rockteil mit der unteren Kante vor sich hinlegen und jetzt die unteren Fäden auf einer Seite fassen und den Stoff auf diesem Faden zusammenschieben. Erst die eine Seite schon mal ordentlich zusammenschieben, weil das ist ja doch ganz schön viel Stoff, der da dann zu einer kleineren Strecke zusammengeschoben werden muss. Dann kann man an der anderen Seite schon mal beginnen. Also den Stoff immer schön zur Mitte hinschieben und wenn die Breite erreicht ist, dann die beiden Fäden auf jeder Seite verknoten und dann kann man den Stoff noch gleichmäßig verteilen auf dem Faden, weil das kann ja dann zur Seite nicht mehr aufgehen und so hat man dann dass man so eine schöne Rüsche erreicht, die schön gleichmäßig ist. Nun die beiden Teile mit der linken Seite nach oben hinlegen und den oberen Rockteil an die Rüsche stecken. Das heißt, die beiden versäuberten Kanten liegen dann genau aufeinander. Und mit reichlich Nadeln, die man quer zur Naht steckt, feststecken. Also so alle 3 cm eine Nadel stecken, damit das auch gut fixiert ist. So sieht das dann bei mir aus und dann die rechte Seite wieder nach oben legen. Da sollte jetzt am besten so keine Lücke also kein Loch zu sehen sein, wenn man das so gesteckt hat. Dann hat man genug Nadeln genommen und dann wird das beides jetzt so aufeinander genäht.
Am besten versucht man zwischen den beiden Reihnähten zu nähen, dann lässt sich der Faden nachher auch am einfachsten wieder entfernen. Der Abstand zur Rüschenkante ist dann halt so circa 1 cm. Da die Nadeln ja während des Nähens stecken geblieben sind, kann man die jetzt rausnehmen und anschließend den Reihfaden herausziehen oder herausfriemeln, je nachdem. Wenn man über die Naht genäht hat, dann kann es etwas friemeliger werden. Oder wenn man natürlich einen Faden hat, der zum Stoff passt. Ich glaube, dann fällt das nicht so auf, wenn da mal ein Stückchen stehen bleibt. Das gleiche natürlich mit der anderen Seite, und wenn dann Vorder- und Rückseite genäht sind, dann kommen die Seiten rechts aufeinander und werden zusammengesteckt. Unten am Saum werden die 2 cm erstmal wieder aufgeklappt und aneinander gesteckt. Und dann die andere Seite. Dann werden die Seitennähte geschlossen und versäubert. Mit der Overlock kann man das mit dem 4-Fadenstich in einem Schritt machen. Ich habe ja schon mal mein Gummi zu einem Ring geschlossen. Nun markiere ich die Viertel an dem Ring. Anschließend muss noch das obere Rockteil gekräuselt werden, sodass es dann an das Gummiband passt. Dafür wird nun auf Vorder- und Rückteil jeweils wieder 2 Reihnähte genäht. Wieder mit der großen Stichlänge und so ein Zentimeter circa von der Seitennaht an beginnen. Dann wieder den Unterfaden festhalten oder beziehungsweise die beiden Unterfäden festhalten und die Rockteile so zusammenschieben, dass sie von der Länge her dann an das Gummiband passen. Dann werden die beiden Unterfäden wieder verknotet und man kann den Stoff wieder ein bisschen hin und her schieben. Dann steckst du den Rock an das Gummiband, links auf links. Die Naht von dem Gummi kommt an die hintere Seite und die Viertelmarkierung rechts und links an die Seitennähte. Und dann werden die beiden Teile aufeinander genäht. Dafür braucht man nun auf jeden Fall einen elastischen Stich. Dafür nehme ich einen Zickzackstich und stelle den ganz flach ein und verlängere die Stichlänge aber etwas. Und dann wird der Stoff also etwas von der Kante vom Gummi angenäht. Also es sind ein paar Millimeter vom Gummi noch zu sehen. Nun nähst du das einmal ringsherum fest und verriegelst, und so sieht das jetzt aus. Nun noch schnell die Reihfäden entfernen oder auf jeden Fall durchschneiden, sonst knackt das beim ersten Anziehen. Ist mir passiert. Nun sieht man halt so noch die versäuberte Kante, deshalb wird das Gummi nun nochmal von rechts abgesteppt auf dem Rock.
Dafür habe ich die gleiche Stichlänge wie gerade genommen, mit diesem flachen Zickzackstich. Und das Gummi wird jetzt ganz knapp an der Kante auf dem Rock festgenäht. Ja, und so sieht das jetzt aus. Das Gummi ist schön festgenäht. Nun fehlt noch ganz zum Schluss nur noch der Saum, aber das ist wirklich ja gar nicht mehr viel Arbeit, weil das ja schon umgebügelt ist. Da muss man lediglich an den Seiten noch mal gucken, weil man da ja das zusammengenäht hat, dass das schön nach innen liegt, die 2 cm. Bei dem langen Stück mache ich an der einen oder anderen Stelle noch eine Nadel und dann wird der Saum festgenäht. Die letzte Naht, jetzt noch schnell den Saum festnähen und dann ist der Rock fertig. Yippie! Ich hoffe, meine Anleitung gefällt dir. Ich kann den Rock echt nur empfehlen. Ich habe es mir gar nicht vorstellen können, wie schön sich das anfühlt beim Tragen. Das schwingt unten so schön und ist luftig und der Sommer kommt ja jetzt. Ja, ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Ich freue mich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Falls du neu hier bist, dann wäre es natürlich super toll, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich freue mich schon aufs nächste Video und sag bis bald.